Gut. Dann werden wir uns jetzt mal den Tatort angucken. Oh, hier ist eine lustige There is no Krabbe. doubt about it. Bexhill has one of the most beautiful beaches in the area. Okay. Dann fangen wir vielleicht mal hier an direkt. Was für ein Guide ist es denn? Wieder Railway, okay. Aber lass mich raten, bei B. Bei Bexhill. The guide is open at the page for the Bexhill train times. Okay, noch einige auffällige Sachen. Sie wurde anscheinend gewürgt hiermit und sie hat diesen auffälligen Schlüssel und sie ist barfuß unterwegs. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. Ja. That's strange. Als wäre sie hier platziert Either the worden. murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. A braided silk belt. It may have belonged to the victim. These marks have been left by a rope or braided cloth. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. Okay, dann ist es hier irgendwo, hat sie in ihrem Häuschen ihre Sachen abgeschlossen, oder? Können wir noch was zur Kleidung sagen? This key is too... Okay. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Okay. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her Weil er assailant. wahrscheinlich wieder von hinten kam, oder? Let us now try and get our brain cells to work. Hat ihren Gürtel abgezogen und sie dann von hinten gewürgt, oder? Auf welche Weise wird das Opfer ermordet? Nehmen wir das, den Schal, die Male und hat sich nicht gewehrt. Genau. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, wir können den... Ah, okay. Ich dachte, wir probieren den Schlüssel durch. Welche gemeinsamen Punkte gibt es? Ja, das ABC-Buch. Wurden die Verbrechen von Endeavour und Bexhill vom selben Täter begangen? Am Hinterkopf, am Hals. Presse weiß nichts. Die Presse weiß nichts davon. Also muss es derselbe sein. Und kein Trittbrettfahrer, wie man so gerne sagt. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Aber vielleicht an der Hütte dann, oder? Ah nee, da war er gar nicht dran, oder? Haben wir den im Inventar, den Schlüssel? This hut is locked. The key does not fit the lock. Okay, macht die Nummer vielleicht Sinn? Sagt uns die Nummer dann was aus? Wir müssen jetzt eh alle durchprobieren. The key does not fit the lock. Okay. Ich glaube, wir haben keine... Ah, doch, 6. Da ist eine 6 dran. Eine 6 oder eine 9? Ach, guck mal, es gibt 2 9. Jetzt. Wir wissen nicht, ob es falsch rum ist. Warum darf ich es ja nicht benutzen? Benutze doch bitte den Schlüssel hier. Hä? Ja, ist nämlich andersrum. Ist umgedreht. Aber auch noch ein Code. Das ist ja A seltsam. dual-locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Man einfach die 666, weil es die Nummer 6 ist. Nicht? Firstly, I have to enter the padlock's code. Okay, da habe ich leider noch gar keinen Hinweis drauf. Da müssen wir dann erstmal noch gucken. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen, dass es 2 sind. Können wir das wieder richtig drehen?
Ah, 715, oder? Ach, der Code ist auch hier vorne. Hier ist das Ding. Alright. Jetzt habe ich verstanden, was das Spiel von mir wollte. Ja, ihre Handtasche. Dann wissen wir zumindest, wer es ist, oder? The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motive for the murder. Aber Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. okay. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. It definitely was here that the victim left her belongings. Warum hängt da ein Bild? Das ist doch absurd, oder? Ach, das gehört ihr, das Ding. Das ist nicht nur gemietet, ihr gehört das. Betty's first day at work. Mama's very proud of you. Elizabeth Bernard. Okay. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August Der hat hier 1931. gearbeitet. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Okay. Dann haben wir viele Jap Anhaltspunkte. has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Tja. Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Dann auf zur Ginger Cat, I guess. Oh, wir gehen ein bisschen schneller, wenn wir doppelklicken. Sehr schön. Ja, sieht schon hübsch aus hier, ne? Ist ganz süß. Could it be the same buildings as Oh. on the victim's photo? Okay, never mind, das ist ja einfach direkt um die Ecke. Ja, ja. Hier, Ginger Cat. Ja, hier das Schild. Keine Ahnung, warum das Schild nicht mit aufgenommen wird. Hier genau stand sie doch, oder? Meeresküste und, keine Ahnung, hier der Pavillon, I guess. Gebäude mit Kuppel. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Okay. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Mhm, dann gehen wir da mal rein. Hallo, nein, du sollst nicht reden, du sollst gehen. Guter Mann. Ja, dann sprechen wir mal mit ihrem Arbeitgeber. I'll be with you in a minute, gentlemen. Miss Marion. Haben wir einen Spiegel zum This is a Reingucken? well-laid table. Nothing is out of place and, above all, no creases. Keine Ego-Punkte für uns. Ah? Die nehmen wir doch mit. Yes, 3 Ego-Punkte. Here we go. Okay. Ein Vorhang. Das haben wir uns schon angeguckt. Eine Jukebox. Hastings would probably like us to rest here, but the investigation cannot wait. What a pity. I don't have any chance to make it work.
Hey, hast du Kleingeld? A delightful cafe. So this is where Betty worked. Yes, indeed. Let us find someone to talk to. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. Oh, sie hat auf jeden Fall teuren Schmuck. Strenge Haltung, okay. Sie hat gute Klamotten. Streng die Haare zurück. Ah ja, Ginger Cat, rotes Haar, das macht Sinn. This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. Oh, stimmt was mit der Kasse nicht von gestern? How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Können wir uns jetzt hier einfach alles angucken? I need to know the time range during which Betty was working on her own. Ja, hier die Zettel, oder? These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Ich kann nicht ranzoomen. Betty hat gestern gearbeitet, ne? Oh, sie hat diese Schrift. Okay. Muss mal rangucken. Die hier, oder? I should consult the register first. Es gab halt mehrere mit so einer Schrift, aber die sind dann alle von ihr, oder? Hat noch jemand so eine Schrift? Ne, eigentlich hat nur sie dieses langgezogene mit dem PM und so. I should consult. Ach so. Hä? Aber habe ich das nicht gerade schon? Was ist das da unten überhaupt? Hier. Where is Betty? Hier. Betty. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? War sie irgendwann alleine? Interesting. Ja. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? Zwischen 5 und 37. Dann lass mal gucken. Hour 5. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Most probably a single man, a whiskey lover. Maybe the murderer? No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Zwischen 5 und 37, aber das ist doch auch 5. Hier ist noch 6:30. Most probably a single man. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Kann ich noch weiter rüber? Was mit dem? Most 6:30? probably a family. Betty served a family and a man on his own, a whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. But, gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. Ja. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Das ist ihr Gedanke. Weiß ich ja nicht. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. Alter. You did know at least that she had a young man. Indeed. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right.
but I haven't seen him for some time. Do you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. Hätte ich mit ihr über die Jugend lästern sollen, weiß ich The ja nicht. customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Ja. Na gut, gehen wir dann mal dahin. Also sie ist ganz schön gefühlskalt. Also ich wäre schockiert, wenn jemand tot gefunden werden würde, so nah an meinem Geschäft. Oh, das ist so... Warum sind überall die Brillen? Ich will nicht gucken. Ich will einfach nur weitergehen. Nein, nicht gucken. Gehen. Ah, das ist unser Auto. Nein. So. Ach, das ist hier direkt auch. Was? Das ist alles so nah beieinander. Ich dachte, wir müssen irgendwo hinfahren. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe. Yes. My name is Megan. Can we come in? Please do. Okay. My Oh. parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Oh, Mummy. Okay. Ich nehme an, wir gucken uns die auch gleich an. Erstmal ihre Would not Handtasche be klauen. polite to visit the house without being invited to do so. Okay. Dann gucken wir sie vielleicht erstmal an. What is she feeling at the moment? Nostalgie. Guckt ein Bild an. Ein altes, oder? Die Augen sehen auch relativ verheult aus. Harter Blick. Okay, never mind. Betty's older sister is not just sad. She is angry. Okay, never mind. Sie fand es auch gerade eher traurig für ihre Mutter, oder? Dann sieht sie vielleicht nur so verheult aus. Was ist das denn? Ein Eisbär? Wir haben uns dann wieder nur im Spiegel angeguckt, never mind. Ach Gott, ey. Furchtbar. Gut. Your sister had a fiancé, I believe? Yes, he's called Donald Fraser. A very nice man. Do Angespannt. you know where we might find him? He works at the estate agent's, Court and Brunskill. Das ist ja gut zu wissen. Oh. Oh, excuse me, I have to answer that. But of course. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. Okay. Das machen wir doch This young gerne. woman is far too clever not to have anything else for us.
Do you think she's hiding something? That is what I'm trying Frag to mich, find ob die out. was mit dem Verlobten von ihr hatte Sure, oder you so. don't think she did it. I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. Ja, aber... I see. She may have had her sights on the inheritance. Okay. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the Chief Inspector finds him. Aber ist all das, was wir gerade machen, nicht total umsonst? Weil wir wissen ja, dass es niemand aus dem Umfeld ist. Wir haben ja den ABC-Guide da liegen, daher wissen wir ja, dass es jemand ist, der mit uns spielt und niemand aus dem genauen Umfeld des Opfers. Die ist ja eigentlich nur ein Zufallsopfer. Na, nicht ganz zufällig wie in den Buchstaben, aber ihr The wisst Barnard schon. appear to make music a priority in their budget. Ja, Klavier. Das hier. Und Sofa ist all. Their home is modest, but the Barnards are definitely music lovers. Das stimmt allerdings. Ja, hier ist auch der hier, der This Schallplattenspieler. gramophone is magnificent. It is a one-off, without a doubt. Family photos and files. Okay. Megan invited me to examine her sister's bedroom. I should take advantage of the opportunity. Achso, das war die Tür jetzt, oder wie? Okay. Ich wollte eigentlich die Sachen da anklicken, aber gut. Sehr girly. Oh, und sie hat gesungen. Ah, guckt sich wieder im Spiegel an. Oh Mann. So, dann mal hier hin. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family. Die Schwester vielleicht nicht und deswegen gab's Beef. Aber gut, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Mörder aus dem Umfeld stammt. Aber wie kommen wir denn dann auf die Schliche? Dann bringen diese ganzen Aufklärungen hier nichts. Without a doubt, Betty used to sing. Wisst ihr? So, wir können ja natürlich alles ausschließen, aber wir kriegen einfach keine heiße Spur auf den wahren ABC-Mörder.